Ja? Er holt mich, okay. Jeder Gitarrist, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, kennt dieses Gefühl, dass man irgendwie nicht so richtig vorwärts kommt. Ja, man lernt neue Lieder, neue Akkorde, neue Anschlagtechnik, neue Zupftechnik, aber irgendwie klingt das alles gar nicht so gut. Hallo, Stefan Pietrek hier und willkommen im neuen Video. Warum wollen beim Gitarrenlernen manche Dinge einfach nicht gelingen? Oder zumindest nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Die Gründe, warum manche Dinge auf der Gitarre so schwer fallen können, sind ziemlich vielschichtig. Hier sind 10 mögliche Gründe für dich, warum es bei dir eventuell auch nicht so ganz klappt, wie du es möchtest. Manche Techniken erfordern Zeit, Übung und Geduld, um sie zu beherrschen. Und obwohl man das eigentlich weiß, also zumindest im Innersten, kann man es trotzdem nicht so richtig glauben, dass beispielsweise ein bestimmter Akkordwechsel mehr als nur ein paar Übungseinheiten braucht. Denn der Wechsel zwischen Akkorden erfordert präzise Fingerbewegung und Timing. Besonders für Anfänger ist es eben auch schwierig, die Finger für einen reibungslosen Akkordwechsel auch schnell genug zu bewegen. Es erfordert einfach jede Menge Übung, um die Muskeln entsprechend zu trainieren und die Bewegung zu automatisieren. Denn genau darum geht es ja. Automatisierung der Bewegungen. Dies erfordert ein sogenanntes Muskelgedächtnis, das sich im Laufe der Zeit und durch regelmäßiges Üben aufbaut. Dir nützt es nichts, zu wissen, wie es geht. Du musst es machen. Und zwar oft, sehr oft. Oder nehmen wir Barré-Akkorde. Bei Barré-Akkorden drückst du gleichzeitig mehrere Saiten mit einem Finger. Dies erfordert sowohl etwas Kraft und auch Ausdauer in deinen Fingern. Insbesondere, wenn du längere Zeit in einer Barré-Position bleiben musst. Das größte Problem liegt aber meist darin, die Finger so zu positionieren, dass alle Saiten gleichmäßig klingen, ohne dass eine abgedämpft wird. Als drittes Beispiel für auftretende technische Schwierigkeiten beim Gitarrenlernen sei hier noch das Fingerpicking erwähnt. Klingt eben einfach wunderschön und jeder Gitarrenspieler möchte das so schnell wie es geht auch selbst spielen können. Allerdings ist Fingerpicking oder Fingerstyle, wie es so schön heißt, gerade für Gitarrenanfänger auf der Gitarre doch eine ziemliche Herausforderung. Denn was braucht man nicht alles, damit das Fingerpicking nicht zum musikalischen Fiasko wird? Da wären Koordination zwischen der rechten und linken Hand, Fingerunabhängigkeit, um die Finger unabhängig voneinander kontrollieren zu können, Fingerstärke und Ausdauer für einen klaren und gleichmäßigen Klang, Rhythmusgefühl, um die Zupfmuster auch im richtigen Timing spielen zu können und Noten lesen bzw. Tabulaturen lesen können, weil Pickingmuster meist in Tabulaturschrift dargestellt und beschrieben werden. Dies waren jetzt 3 technische Schwierigkeiten, die jedem Gitarrenanfänger zwangsläufig begegnen. Es gibt natürlich noch viele weitere, vor allem wenn man sich irgendwann dann entscheidet, Gitarrensoli zu lernen. Aber das wäre jetzt doch etwas zu umfangreich. Darum sollen diese 3 hier jetzt erstmal reichen. Mal kurz zwischenrein, ich habe es im letzten Video vergessen gehabt, dann ist es ein Fiasko, wie immer. Denk an deinen Daumen. Danke. Der zweite Grund, warum manche Dinge beim Gitarrenlernen nicht klappen wollen, sind fehlende Grundlagen. Wenn du ein paar grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten noch nicht wirklich drauf hast, wird es schwierig sein, fortgeschrittenere Dinge zu lernen. Immer ein Steinchen nach dem anderen. Es gibt ja schließlich auch einen Grund, warum man im Gitarrenunterricht von ganz vorne anfängt. Ich erlebe es oft, dass neue Schüler, die schon teilweise jahrzehntelang Gitarre spielen, überhaupt keine Ahnung davon haben, was sie da tun. Da wird nach Tabs gespielt, ohne überhaupt einen Zusammenhang zu erkennen zwischen dem, was man so spielt, also den zu spielenden Tönen und den dabei zugrunde liegenden Akkorden. Und genau so klingt es dann auch. Ich vergleiche diese Art zu spielen gerne mit Malen nach Zahlen. Da weiß auch keiner so wirklich, was er tut. Natürlich muss man die Akkorde beherrschen, bevor man Lieder wie beispielsweise Tears in Heaven oder sonst irgendwelche fortgeschrittenen Sachen spielt. Und diese lernst du am allerbesten mit einfachen Begleitanschlägen.
das klappt, dann einfache Zupfmuster. Dann vielleicht mal ein wenig Folk-Picking auf Tempo bringen. Und wenn sich dann nach einer gewissen Zeit dein Rhythmusgefühl und auch deine Technik entwickelt hat, dann erstmal einen Song austesten, der variiert wird und dann auch erst die Tabs hinzufügen. Vorher ist es totaler Unsinn, mit Tabs zu arbeiten. Noch ein Grund: eine minderwertige oder einfach für dich falsche Gitarre. Es gibt Gitarren, deren Saitenlage eher zum Wäscheaufhängen geeignet ist als zum Akkordegreifen. Mit einer hohen Saitenlage macht man sich das ohnehin schon nicht ganz einfache Gitarrelernen noch mühsamer. Manche Gitarren sind auch vielleicht einfach für dich speziell schwieriger zu spielen als andere. Anfänger kommen oftmals auf Konzertgitarren, also Gitarren mit Nylonsaiten, erstmal besser zurecht als auf Stahlsaitengitarren. Weitere Punkte sind beispielsweise die Breite des Griffbretts, die Dicke des Gitarrenhalses und vor allem auch die Stärke der Saiten. Da gibt es ebenfalls einige Unterschiede, die für dich die Sache anfangs leichter oder schwerer machen können. Noch so ein Punkt: fehlende Geduld. Gitarre lernen erfordert Geduld und Ausdauer. Wenn du schnell frustriert bist und aufgibst, bevor du überhaupt Fortschritte gemacht hast, dann wird das nichts. Allerdings, es ist wie es ist, wir sind alle ungeduldig. Und klar, es ist uns schon bewusst, oder den meisten ist es bewusst, dass viele Dinge Zeit brauchen. Vor allem Fertigkeiten. Und Gitarre spielen ist eine Fertigkeit, die einfach Zeit braucht. Mach dich darauf gefasst, bleib geduldig und vor allem bleib dran. Noch so ein Punkt ist mangelnde Selbstkorrektur. Manchmal ist es schwierig, die eigenen Fehler zu erkennen. Und wenn ich die Fehler nicht erkenne, kann ich sie auch nicht korrigieren. Aber was kann man tun? Eine Möglichkeit wäre, du nimmst dich mit deiner Kamera, Handy, was auch immer auf. Dann hörst und vor allem siehst du dann auch mal von außen, was du da eigentlich tust. Und wenn du das dann mal abgleichst mit jemandem, der es kann, also auf YouTube zum Beispiel, dann sollen dir doch gewisse Dinge gleich ins Auge stechen. Wenn nicht, dann frage jemanden, der sich damit auskennt. Es gibt genügend Gitarrenlehrer, die auch einzelne Stunden anbieten und dir nicht gleich ein Jahresabo andrehen wollen. Was ich in meinem Unterricht immer predige: spiele bzw. übe langsam und bewusst. Mache nicht den Fehler, den so ziemlich alle machen, und versuche dich umgehend am Originaltempo eines Liedes. So mit der Begründung: nur so erkenne ich auch das Lied. Das ist ein ganz anderes Problem. Und außerdem erkennt es dann auch niemand, weil es einfach schlecht klingt und jeder nach 2 Takten weghört. Nimm dir die Zeit, überprüfe regelmäßig deine Spieltechnik, identifiziere die Bereiche, in denen du Schwierigkeiten hast, und arbeite gezielt an ihrer Verbesserung. Akzeptiere dein aktuelles Niveau. Es ist wichtig zu akzeptieren, wo du im Moment stehst, und darauf basierend realistische Erwartungen zu setzen. Jeder hat sein eigenes Tempo beim Lernen und es ist völlig normal, dass es Zeit braucht, um Fortschritte zu machen. Zerlege dabei deine Ziele in kleinere Schritte. Statt dir dieses eine große, weit entfernte Ziel zu setzen, wie es auch immer heißen mag, unterteile es in kleinere und damit auch kurz- bis mittelfristig erreichbare Ziele. Ein neuer Akkord, ein neuer Begleitanschlag. Eine neue Picking-Technik. Ein neues Lied, das zu deinem Leistungsstand passt. Das macht deinen Lernprozess überschaubarer und weniger abstrakt. Und das schon oft gehörte Ziel:
ich möchte doch nur die Gitarre in die Hand nehmen, drauf losspielen können, ist ein großes Ziel. Und abhängig davon, was genau du einfach so spielen können willst, eventuell sogar ein sehr großes. Vergleiche dich nicht ständig mit anderen Gitarristen. Jeder hat seine eigene Lerngeschwindigkeit und seine eigenen Herausforderungen. Konzentriere dich darauf, dran zu bleiben, regelmäßig etwas Neues dazuzulernen, in deinem Tempo Fortschritte zu machen und dich dadurch nach und nach zu verbessern. An was es manchmal noch liegen kann, dass man nicht so richtig vorwärts kommt, ist fehlende Abwechslung im Übungsplan. Wer etwas Neues lernen will, darf sich nicht langweilen. Wer über vielen Wochen am immer selben Lied rumdoktert oder dieselben Übungen macht, bekommt eventuell ein Problem mit seiner Motivation. Versuche deshalb, deinen Übungsplan mit Abwechslung zu gestalten. Für alles, was du auf der Gitarre lernen willst, gibt es verschiedene Übungen und auch verschiedene Lieder. Nutze das. Versuche dich einfach auch mal an einem neuen Lied, auch wenn das vorherige noch nicht so perfekt klappt. Oder sogar gleich ein Repertoire von einigen Songs, an denen du dann immer mal wieder weiterarbeitest und sie dadurch verbesserst. Gerne dann auch nach dem Lustprinzip. Noch ein wichtiger Punkt: unzureichende Übungszeit. Regelmäßige Übung ist entscheidend für den Fortschritt beim Gitarrenspiel. Wenn du nicht genug Zeit investierst, um zu üben und zu wiederholen, wirst du bestimmte Techniken und Lieder, wenn überhaupt, nur sehr langsam lernen. Die meisten von uns haben das Gefühl, niemals genug Zeit zum Üben zu haben. Denn jeder hat seinen Alltag und damit jede Menge Verpflichtungen, und bevor man sich versieht, ist der Tag auch schon vorbei. Hier jetzt mal ein paar kleine, aber ich hoffe nützliche Tipps für dich, wie du ein Gitarrenspiel in deinen Alltag integrieren kannst. Feste Zeiten für das Üben. Versuche die Gitarre fest in deinen Tagesablauf einzubauen. Selbst wenn es nur 10-15 Minuten am Tag sind. Das hilft. Das hat dann natürlich auch was mit Prioritäten setzen zu tun. Eventuell musst du irgendeine andere Aktivität zumindest reduzieren, um dir diese Zeit dann auch regelmäßig nehmen zu können. Wenn du nur sehr begrenzte Zeit zur Verfügung hast, dann konzentriere dich sinnvollerweise auf das Wesentliche. Also kein Geklimper, sondern arbeite gezielt an bestimmten Techniken oder Songabschnitten, die dir schwerfallen. Da gibt es diesen schönen, aber extrem wahren Spruch: Der Unterschied zwischen Zeit haben und keine Zeit haben heißt Interesse. Dein Körper, Anatomie, körperliche Einschränkungen. Beim Gitarrespielen geht es da natürlich vor allem um die Hand- und Fingeranatomie. Der eine hat lange Finger und flexiblere Gelenke, was ihm bestimmte Akkorde und Spieltechniken erleichtern kann. Leute mit kürzeren Fingern oder weniger Flexibilität müssen da möglicherweise auch mal alternative Fingerpositionen oder Grifftechniken in Betracht ziehen. Ähnlich ist es auch mit der Flexibilität und dem Bewegungsumfang. Auch diese zwei Dinge sind nicht ganz unwichtig, um verschiedene Griffe und Techniken ausführen zu können. Hier mal wieder am Beispiel Barré-Akkorde. Ich habe hier einiges an Schelte einstecken müssen für meine 2 YouTube-Shorts, in denen ich beim einen beim F-Dur, beim anderen beim B-Moll gezeigt habe, wie man diese ohne Barré greifen kann. Das geht nämlich. Die meisten von den Motzköppen haben allerdings nicht mal gerafft, dass es sich bei den von mir gezeigten Alternativen um vollständige Akkorde mit Grundton, Terz und Quint handelt. Nur eben etwas anders gegriffen, als es dir normalerweise vermittelt wird. Von daher weiß ich schon sehr genau, was von dieser Art Kritik zu halten ist. Wenn eben beispielsweise ein Ü70-Gitarrenanfänger zu mir kommt, dann möchte er in der Regel möglichst schnell und unkompliziert ein paar seiner Lieblingslieder spielen können. Und dann ist es meine Aufgabe, ihm genau dabei zu helfen.
Was nicht heißt, dass man nicht beispielsweise auch Barré-Akkorde üben könnte. Das biete ich auf jeden Fall an. Nur bis die dann klappen, falls überhaupt, kann man schon mal Musik machen und muss nicht bis zum 80. oder sonst was warten. Das Durchpeitschen irgendwelcher Standards oder Klugscheißerei hilft demjenigen auch nicht weiter. Perfektionismus kann beim Gitarrelernen tatsächlich zu einem mentalen Hindernis werden. Denn der Drang, bei dem, was man macht, perfekt zu sein, führt oft zu Frustration. Besonders, wenn man sich dann öfter mal verspielt, obwohl man es ja eigentlich kann. Passiert mit Vorliebe auch gerade dann, wenn man jemandem etwas vorspielen möchte oder soll. Wie zum Beispiel im Gitarrenunterricht seinem Lehrer. Geht ja manchmal nicht anders, wenn er dein Spiel beurteilen soll. Aber glaub mir, der Lehrer kann das absolut einschätzen und er weiß selbst aus Erfahrung genau, gerade wenn man es besonders gut machen will, geht so einiges schief. Es ist wichtig zu akzeptieren, dass Fehler zum Lernprozess dazugehören und dass es völlig in Ordnung ist, nicht perfekt zu sein. Das Ziel sollte sein, sich kontinuierlich zu verbessern, anstatt perfekt zu sein. Ciao und bis zum nächsten Video.